Wer hat an der Uhr gedreht? Ja, die Zeitumstellung, und schon haben wir kurze Tage oder besser gesagt kurze Nachmittage und es wird kühl. Die Dipladenia, die Mandevilla, will ich zwar noch nicht reinholen, aber ich will sie auf alle Fälle schon einmal zurückschneiden. Und damit erstmal ein herzliches Willkommen in meinem Kanal, allen Gartenfreunden und vor allen Dingen den Freunden der Dipladenia Mandevilla. Denn ich zeige euch heute, wie ich meine große Mandevilla zurückschneide. Reinbringen werde ich sie noch nicht, denn dafür ist noch ein bisschen Zeit, denn sie fühlen sich draußen immer am allerwohlsten, das wissen wir alle. Aber das Zurückschneiden werde ich heute schon machen. Wir haben heute den 3. November und dann ist es komplett vorbereitet. In dem Moment, wenn ich sehe, wir bekommen Nachtfröste, dass ich sie ganz flugs reinholen kann und bin wetterunabhängig, denn einigermaßen geht es heute noch, auch wenn es kühl ist. Ja, für mich ist das fast schon kalt. Ich bin ja dieser Warmwetterfrosch und liebe es überhaupt nicht, wenn wir jetzt in den Winter gehen. Ich bin halt wie meine Blumen, die es auch lieber haben, wenn sie draußen sein können. Aber was möchte ich euch heute zeigen? In erster Linie geht es natürlich darum, weil ich so oft gefragt wurde, ja, wie weit schneidest du die runter? Ihr wisst, in meinem letzten Video habt ihr es vielleicht gesehen, diese Mandevilla ist wirklich über den gesamten Balkon ungefähr auf 3 Meter Länge jetzt gewachsen. Mit anderen Worten, wie weit werde ich sie jetzt insgesamt zurückschneiden? Und vor allen Dingen zeige ich euch auch nochmal in diesem Video, obwohl ich das schon gezeigt habe, wie ich nun für nächstes Jahr die Ableger vorbereite. Und vor allen Dingen komme ich natürlich auf diese wunderschönen Samenschoten oder Samenkapseln zu sprechen, die ich euch zeigen werde. Denn auch dazu wurde ich ja gefragt, was ist denn das, was da plötzlich so lange bei mir rauswächst? Zwischenzeitlich glaube ich zu wissen, nachdem mir viele auch dazu geschrieben haben, dass sich in diesen langen Kapseln wirklich der Samen befindet. Und auch das werde ich dann anlegen über den Winter. Einige werde ich trocknen lassen, andere wiederum werde ich vielleicht direkt jetzt schon mal in Erde reinlegen und werde das beobachten und euch natürlich dann im Frühjahr darüber berichten, was daraus geworden ist. Aber nun erstmal fange ich an mit dem Zurückschneiden und zeige euch, wie die Schoten aussehen und vor allen Dingen, wie weit ich schweren Herzens meine Dipladenias zurückschneide. Nein, es heißt Dipladenien. Da hat mich ja jemand berichtigt, hat geschrieben, wenn ich schon so ein Video mache, dann soll ich wenigstens wissen, wie das richtig heißt. Es heißt also nach dieser Person oder wahrscheinlich nicht Dipladenias, aber es sind meine Dipladenias, ist mir wurscht, sondern Dipladenien. Also, fange ich mal an mit der Arbeit. Und dass es bei mir einiges zu schneiden gibt, das könnt ihr hier nochmals sehen. Ich hatte mir im Frühjahr unter die Markise 2 Bambusstangen abgehängt. Jede Bambusstange hat eine Länge von 3 Metern und da könnt ihr sehen, die linke, die das Bild jetzt gerade zeigt, da ist wirklich die Mandevilla komplett die 3 Meter entlang gekrabbelt, gewachsen. Und hier könnt ihr auch sehen, dass eigentlich jetzt wirklich der Herbst da ist, denn es sind schon wesentlich weniger Blätter und auch Blüten an der Pflanze dran. Also geht es jetzt hier ans Abschneiden dran. Das heißt, ich werde erstmal vorsichtig sowieso die ein wenig von ihren Gewinden von der Bambusstange lösen, um dann wirklich Stück für Stück erstmal von dem Ende her angefangen, zurückgehend zur eigentlichen Pflanze, also zum Topf, das erstmal abzuschneiden. Denn warum ich das so vorsichtig mache, ist, weil ich wirklich keinen dieser Kapseln, dieser Samenkapseln übersehen möchte, denn die hängen ja zum Teil wirklich in der Pflanze drin. Also mache ich das wirklich mit Geduld, mit Liebe zu meiner Pflanze und gehe da Stück für Stück vor. Einen ganz wichtigen Punkt möchte ich hier zu Beginn unbedingt erwähnen, denn ihr seht ja, ich arbeite ohne Handschuhe. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass mir diese milchige Substanz, die beim Schneiden aus den Stängeln heraustritt, mir wirklich nichts anhat. Aber man weiß ja, das ist giftig und dann sollten unbedingt jeder, der empfindliche Haut hat, unbedingt diese Arbeiten mit Handschuhen machen und wenn möglich Kinder da möglichst gar nicht dran lassen,
denn das könnte dann fatale Folgen haben, dass man irgendwelche Hautirritationen bekommt und das möchte man ja vermeiden. Genauso wichtig ist es, mit einer wirklich guten Schere zu arbeiten, denn ihr könnt es vielleicht sehen, wenn ich die Stängel bewege, dass sie eigentlich ziemlich starr sind. Das heißt, die sind zum Teil auch schon richtig verholzt. Und wenn man eine schlechte Schere hat, dann geht das mit dem Abschneiden überhaupt nicht. Ja, und wenn ich jetzt näher an die Pflanze rankomme, versuche ich beim Entfernen nicht nur, wie gesagt, nach diesen Samenkapseln zu schauen, sondern ich werde auch jetzt schon mal schauen, dass ich mir unbedingt 2 oder 3 Stängel nicht abschneide, sondern sie möglichst jetzt wirklich nur um meine Rankhilfe langsam vorsichtig löse, das heißt immer wieder rumwinde, weil die sind ja rumgeschlungen, denn ich möchte unbedingt 2 oder 3 bei jeder Pflanze haben, die ich dann unten in die Erde reinbringen kann, um mir fürs nächste Jahr die nächsten Ableger jetzt langsam hier wieder anzulegen. Und jetzt habe ich gerade entdeckt, habe ich die erste Samenschode bereits entdeckt, die ich jetzt gleich extra abschneiden werde und zur Seite lege. Und da ist sogar noch eine. Also wie gesagt, man muss wirklich genau aufpassen, hinschauen, weil sonst übersieht man die total. Und ihr könnt sehen, die sind jetzt so 12 bis 15 Zentimeter lang. Das gefällt mir unwahrscheinlich gut und das müsste ja dann eventuell mit Samen klappen. Nun befinde ich mich bei meiner anderen Dipladenia, die draußen auf der Terrasse steht, also nicht hier auf dem Balkon. Und auch hier, weil sie wirklich bis zum Dach, bis zu der Dachrinne hochgewachsen ist, muss ich wirklich Stück für Stück vorgehen, um mir da möglichst schöne lange Ranken für in die Erde, für die Ableger dann beizubehalten. Also wie gesagt, ich wiederhole mich da gerne nochmal, ich winde wirklich diese Ranken langsam um die Rankhilfe zurück, um sie nicht zu verletzen und schaue nach den besten möglichen, die ich dann dafür habe, um sie für Ableger zu verwenden. Hier könnt ihr nochmals ganz genau sehen, wie hoch sie wirklich gerankt war. Und auch hier sieht man natürlich, dass wirklich der Herbst schon da ist. Sie kommt dem Ende entgegen mit dem Blühen und hat nicht mehr so viel Kraft. Also sie will bald ihre Winterruhe absolut genießen. Und hier könnt ihr ganz genau sehen, wie ich darum kämpfe, möglich mit viel Geduld und langsam die einzelnen Ranken voneinander zu trennen, sie umeinander zu winden, denn genau diese Ranke möchte ich gerne haben, um sie als Ableger in die Erde zu legen. Und für diesen Ableger bereite ich mir einen kleinen Topf vor mit Erde und stelle mir den in meinen großen Topf hinein, so wie ihr das jetzt hier unten seht, und ziehe mir eine dieser Ranken durch ein paar andere Schlingen durch, damit ich die Länge bekomme, um eines dieser letzten Triebteile in diese Erde reinzustecken. Dazu entferne ich das Blatt an der Stelle oder die Blätter an der Stelle, denn ich möchte nur diese eigentliche Verdickung, die da ist, wo die Blätter rausgekommen sind, genau die möchte ich jetzt in die Erde reindrücken und befestigen. Also mache ich einfach eine Vertiefung und drücke meine verdickte Stelle da hinein und mache genug Erde oben drüber und befestige den Rest dieser Pflanze oder dieses Stängels, dieser Ranke nach oben, damit sie mir nicht rausgezogen wird. Genauso habe ich das im letzten Herbst gemacht und alle meine Ableger sind aufgrund dessen super angewachsen, denn jetzt in dem Topf, ich werde immer die Pflanze, wenn ich sie im Winter gieße, über diesen kleinen Topf gießen. Das heißt, was überflüssig an Feuchtigkeit, an Wasser ist, wird automatisch in den großen Topf hineingehen und dadurch ist meine Stelle, die ich hier bewurzeln möchte, immer feucht gehalten und wie gesagt, das hat fantastisch geklappt im letzten Winter und ich habe das auch komplett so gelassen bis im Frühjahr und dann habe ich den Topf mal hochgehoben und man konnte sehen, dass die kleinen Wurzeln unten rauskamen. Also das ist meiner Meinung nach eine 100%ige Methode, sich seine eigenen Ableger zu züchten.
Und hier seht ihr nun links eine normale Dipladenia, die ich zurückgeschnitten habe. Und hier meine großen Mandevillas. Auch die habe ich jetzt auf die Höhe geschnitten, wie eigentlich meine Rankhilfen unten drunter sind. Und hier sind wir jetzt schon bei den beiden vom Balkon. Da habe ich verschiedene Höhen, weil die rechte Rankhilfe wesentlich höher ist. Also habe ich es auch in der Höhe von der Rankhilfe noch gelassen. Aber das heißt nicht, dass ich eventuell im Winter, dann im Wintergarten, wenn sie da drin sind, nochmal nachschneiden werde. Aber mir tut es einfach in der Seele so weh, die so weit zurückschneiden zu müssen. Deshalb halte ich mich da im Moment noch ein bisschen zurück, aber man kann ja nochmal nachschneiden. Und damit bin ich praktisch am Ende dieses Videos angekommen. Ich möchte euch jetzt nur noch zeigen, wie viele von diesen Kapseln ich an meinen Dipladenien gefunden habe. Eine, die rechts liegt, die mit der roten Blüte dran, das ist noch eine von der normalen Dipladenia. Alle anderen, die ihr hier links liegen seht, war von meiner Mandevilla. Ja, und hier habe ich noch einen Versuch, den ich dieses Jahr machen möchte und deshalb zeige ich euch das auch. Ich habe mir von allen abgeschnittenen Teilen, die ich jetzt übrig hatte, einige dieser dicken Stängel nochmal übrig gelassen und werde mir die mit dieser Verdickung, die ihr ja seht, wo die Blätter rauskommen, die werde ich mir mal über einige Wochen ins Wasser stellen. Denn genau da kommt ja auch bei dem Ableger, den ich in die Erde stecke, die Bewurzelung heraus. Und deshalb probiere ich das ganz einfach, fülle mir hier so 2 Gefäße, 2 Übertöpfe, die ich nun mit diesen Ablegern, ja hoffentlich Ablegern, wirklich hier ins Wasser reinstelle. Und dann werde ich das mal beobachten und werde euch auf alle Fälle im Frühling über alle Samenproben, die ich jetzt hier nehme, berichten, denn die Kapseln möchte ich jetzt erst etwas antrocknen lassen, deshalb öffne ich die jetzt hier noch nicht in diesem Video, aber wie gesagt, im Frühjahr kommt vor allen Dingen dann von mir ein neues Update für euch, ob A, das wirklich etwas mit den Samenkapseln gebracht hat, beziehungsweise ob es mir vielleicht auch möglich war, hier mit diesen ins Wasser gestellten Stängeln, mit diesen Verdickungen, ob ich da eventuell sogar auch Bewurzelung erzeugen konnte, denn das wäre natürlich noch einfacher, denn dann könnte man das ja zu jedem Zeitpunkt dann im Jahr machen. Ja, sollte ich euch Dipladenia-Freunde nicht mehr sprechen vorher, dann wünsche ich euch jetzt schon eine gute Zeit für diesen Herbst, für diesen Winter und freue mich jetzt schon, wenn ihr mir treu bleibt, über die letzten Tage dieses Jahres und dann hoffe ich, dass wir uns wieder mit Kommentaren quasi als Freunde treffen können. Und damit verbleibe ich mit ganz lieben Grüßen. Eure Lilo. Bis irgendwann wieder. Tschüss.